Hey, ich bin Lucy und willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Mal war ich bei Pull&Bear unterwegs, habe mir ein paar Wintersachen angeschaut für die kalte Saison. Lass uns das zusammen anschauen. Weihnachten steht ja vor der Tür, deswegen habe ich mir überlegt, was man da überhaupt so anziehen kann. Habe mich mal wieder an einen Rock gewagt. Ich finde Röcke immer schwierig, weil man nie weiß, wie man sie kombinieren kann. So, aber dieses Oberteil fand ich ganz schön. So, die Farbe ist auch ganz schön, ist so ein Flieder. Das Muster ist auch irgendwie süß. Es ist halb durchsichtig, aber nicht zu durchsichtig. So, die Ärmel sind durchsichtig und vorne ja ein bisschen weniger. Aber ich fand das irgendwie wieder zu lang. Ja, ich habe gerade an dem Ärmel gerochen, weil es irgendwie extrem nach Essig gestunken hat, das Oberteil. Ich weiß nicht, ob es an dem Stoff liegt oder was damit passiert ist. So, dennoch sieht es irgendwie mit dem Rock zusammen eigentlich auch ganz süß aus. Aber ich finde, für Weihnachten sollte irgendwas bisschen Auffälligeres her. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. So, hier nochmal das Muster nach. Der Preis hierbei liegt bei 20 Euro. So, dann nochmal der Rock hier oben mit so einem Weiß. An der Seite ist ein Reißverschluss. Es hat so Falten. Ich mag die Länge auf jeden Fall. So, die Länge ist echt schön. Nicht zu lang, nicht zu kurz. So, obwohl ich schon eigentlich als ziemlich kurz empfinde. Aber was Längeres sieht dann aus wie ein Bauer, finde ich. So, ansonsten eigentlich sitzt auch voll gut. Also das ist genau meine Größe und die passt auch. So, Schlaufen für einen Gürtel sind auch da. Aber so sieht es eigentlich auch gut aus. Die Farbe ist nicht ganz schwarz, das ist eher so ein dunkelblau, was man sich auch gefallen hat. Aber da ich kein Fan von Röcken bin, habe ich den nicht mitgenommen. Sieht zusammen aber irgendwie auch ganz süß aus. So, hier nochmal im Ganz. Der Preis für den Rock liegt bei 30 Euro. Als nächstes dieses Oberteil. Ja, das sieht doch schon deutlich festlicher aus. Ist auf jeden Fall ganz viel Glitzer dabei, so wie sich das an Weihnachten und Silvester auch gehört. Bewegt sich auch bei jedem Schritt mit, so glitzert überall. Dadurch ist der Stoff dann leider etwas kratzig, sitzt nicht ganz so angenehm auf der Haut. Und ich fand das irgendwie auch nicht so cool, dass die eine Schulter so komplett runterhängend ist, so wie man hier sieht. Also ja, es macht eine nette Silhouette, finde ich, aber es fühlt sich nicht schön an. So, weil bei jeder Bewegung hat man irgendwie Angst, dass irgendwas verrutscht, obwohl es eigentlich auch nicht der Fall ist oder dass irgendwas reißt. Ja, dennoch habe ich mich dagegen entschieden, aber sonst ja auch eine nette Idee. Vielleicht für wen anders zu Weihnachten. Sieht auch mit einem Rock zusammen echt gut aus. Der Preis liegt bei 30 Euro. Als nächstes dieses weiße Oberteil. So, das ist ein bisschen kürzer geschnitten. Ich finde, das passt auch zu dem Weiß von dem Rock. So sieht zusammen ein bisschen aus wie ein Schulmädchen. In meinem Heimatland gibt es ja Schuluniformen. So, da wäre die Länge natürlich nicht erlaubt. Zumindest nicht vom Oberteil, vom Rock denke ich schon. Aber irgendwie, so zusammen passt das irgendwie. Weil so dunkelblau und weiß, finde ich, sieht auch immer schön aus. Und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Der Stoff an sich ist auch mega angenehm. Das Oberteil ist also richtig weiß-weiß, nicht irgendwas mit beige dazwischen. Ist also ein halber V-Ausschnitt, aber auf jeden Fall nicht zu groß, nicht zu klein, eigentlich genau richtig. Nun, die Ärmel lassen sich eigentlich auch gut bewegen. Ich finde die Ärmel nur ein bisschen zu lang, also sie hätten minimal kürzer sein können. Der Preis für das Oberteil liegt bei 25 Euro. Das nächste Oberteil ist so ein Weihnachtspulli. So, Santa's Elf steht da drauf. So in ganz vielen verschiedenen Farben. Der Pulli ist auch irgendwie richtig schwer, obwohl der mega gemütlich ist. Unten drunter ist auch Vlies. So sieht das aus. Ja, Highlight natürlich die lustige Kapuze. Die setze ich natürlich auch auf. Konnte mir das nicht verkneifen, das nicht zu tun. So sieht es dann aus. War ein bisschen schwierig mit einer Hand. Aber ja, so sieht das aus.
So, ist eigentlich auch ganz süß. Süß gedacht auf jeden Fall, aber für einen Pulli Geld auszugeben, den man nur einmal trägt, wahrscheinlich nur einmal an Weihnachten, weil es nächstes Jahr wieder was Neues gibt, habe mich dagegen entschieden. Der Preis liegt bei 35 Euro. Als nächstes dieses Oberteil. So, auch mit dem Rock zusammen. In einem weiteren Video werdet ihr nochmal das gleiche von einer anderen Marke sehen. Hier finde ich das aber deutlich besser, wobei der Kragen echt extrem eng ist. Also ich habe mich wirklich eingequetscht gefühlt. So, die Arme genauso, obwohl es mal eine Größe war und eine größere Größe hätte dann wiederum nicht gepasst. Hätte dann nicht mehr gut ausgesehen. So, ich fühle mich jetzt schon einfach nur beim Anprobieren, fühle ich mich dadurch einfach nur mega erstickt irgendwie. So, ansonsten glitzert das auch und der Stoff ist irgendwie schon ein bisschen kratzig. So, den Rock zeige ich euch gleich. So, ansonsten eigentlich eine ganz nette Idee. Der Preis für das Oberteil liegt bei 30 Euro. Und das ist dann der Rock. So, der ist mega lang, geht fast bis zum Boden. Also zumindest bei mir, weil ich auch klein bin. So, es hält sich nur durch so einen Bund fest. Macht eigentlich schon eine schöne Figur, finde ich. Viel Bewegungsfreiheit ist nicht, also man müsste hier deutlich kleine Schritte machen. Sonst passt das nicht, da ist hier auch kein Ausschnitt an der Seite oder ähnliches. Das lässt sich ja auch nicht viel ziehen, wie ihr seht. Das ist also ganz wenig Spielraum. Sieht zusammen eigentlich schon nicht schlecht aus, oder? So, macht auf jeden Fall einen netten Körper. Wieder diese Sanduhrfigur, was ja eigentlich überhaupt nicht mein Fall ist. Ich mag das nicht, wenn das so die Oberschenkel oder die Hüfte betont. Ansonsten eine nette Idee, kann man sicherlich auch mal anziehen. Ich finde, das ganze Outfit macht einen auch größer, als man tatsächlich ist. Der Preis für den Rock liegt bei 40 Euro. Als nächstes dieser Rock. Ist eine totale Katastrophe, also ich habe mir das absolut anders vorgestellt. Es ist viel zu kurz, es sitzt auch komisch. So, das ist schon eine Größe kleiner, als ich tatsächlich bräuchte. Ich weiß, der soll tiefer sitzen, aber wenn ich ihn jetzt komplett loslassen würde, wäre der sonst wo, also ganz weit unten. So, ein Reißverschluss ist da nicht, der wird nur durch einen Gummizug festgehalten. Glitzert auch wieder wie eine Disco-Kugel, also auf jeden Fall schon ein Blickfänger, aber wie schon gesagt, zu kurz und zu weit und generell sitzt mir das zu tief, obwohl mit einem bauchfreien Oberteil. Sicherlich eine nette Idee, aber meinem Geschmack hat das nicht entsprochen. Ich glaube, man kann mir das irgendwie auch ansehen. Der Preis für den liegt bei 30 Euro. Als nächstes so ein Pulli. So, wobei man sich hier nicht sicher ist, ob das ein Pulli ist oder ein Kleid, weil die Größe sowohl als auch passt. So, für ein Pulli ist es zu lang, für ein Kleid doch ein wenig zu kurz. So, auch mit einer Strumpfhose wird das nicht aussehen. So, das ist auf jeden Fall mega weich, obwohl er überhaupt nicht so aussieht, ist aber tatsächlich weich. Gar nicht kratzig oder irgendwas. So, der Kragen oben ist auch okay. Ein schönes Webmuster. Sitzt auch relativ breit, also ist ja auch Oversize. Und auf jeden Fall gemütlich. Die Ärmel sind auch nicht zu lang, aber der ist mega schwer an sich und die Länge hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Ich bin generell nicht so ein großer Fan von solchen großen Pullis. Würde sich sicher auf Fotos gut machen. Der Preis liegt bei 60 Euro.
Und das letzte Teil für heute, diese Hose. Die Farbe hat mir mega gut gefallen und auch generell, wie sie sitzt. In letzter Zeit bin ich so ein bisschen auf weite Hosen aus. So, und sie ist eigentlich richtig perfekt, nicht zu weit. An der Seite sind Taschen, vorne sind Taschen, die auch relativ groß sind. So, vorne geht es mit einem Reißverschluss und einem Knopf zu. Unten kann man die auch nochmal festbinden. Da sind so kleine Schleifen dran, was das auch nochmal gut macht. Und dann schlabbern die Beine nicht sonst wo, sondern sieht auch gut aus. Die Hose habe ich auf jeden Fall mitgenommen. So ist jetzt nicht unbedingt für den Winter, aber wenn es wieder wärmer wird oder im Sommer, macht die sich auch gut. Der Preis für die Hose liegt bei 40 Euro. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Unterstützt mich mit Likes, Abos und Kommentaren. Schaut auch auf meinem Snap- und Insta-Profil vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.